zu den Granulaten aus dem Hause Cast for Art, unter anderem zum Warblers Deco Art und Warblers Crystal Art. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr mit den Materialien arbeitet, wie ihr sie einfärben könnt und vor allem für was ihr sie benutzen könnt. Viel Spaß! Beides sind Granulate aus dem Hause Cast for Art. Für eine bessere Verwahrung gebe ich die Granulate immer in leere Gläser mit Schraubverschluss. Unter anderem könnt ihr die beiden Granulate in Kombination mit Silikon verwenden. Hier seht ihr einen Abdruck mit Deco Art aus einer Silikonform von meinem Knopf. Das Deco Art übernimmt dabei jedes noch so kleine Detail. Wenn ihr das Warblers Deco Art erwärmen möchtet, braucht ihr auf jeden Fall eine Schale, damit das Granulat beim Erwärmen nicht davonfliegt. Diese könnt ihr vorher mit Backpapier auslegen, damit das Deco Art nach dem Erwärmen nicht in der Schale kleben bleibt oder ihr die Schale nicht versaut, wenn ihr das Deco Art einfärben möchtet. Danach gebt ihr die gewünschte Menge Deco Art in die Schale und erwärmt das Material. Das Deco Art wird beim Erwärmen zunächst milchig und anschließend klar. Wenn es klar ist und somit voll erwärmt, klebt das Deco Art recht stark. Wenn ihr vor dem Verarbeiten eure Finger etwas anfeuchtet, könnt ihr verhindern, dass das Material an euren Fingern kleben bleibt. Neben den Silikonformen könnt ihr auch Silikonformen nehmen, um das Deco Art in Form zu bringen und damit vielseitige Details zu erstellen. Dazu drückt ihr das erwärmte Material einfach in die Form. Mit ein bisschen Wasser könnt ihr die Oberfläche glätten. Wenn ihr anschließend nochmal mit einem Stift oder ähnlichem über das Material rollt, presst ihr das Material richtig schön in die Form, sodass das Deco Art alle Feinheiten übernimmt. Möchtet ihr das Deco Art einfärben, könnt ihr einfach die gewünschte Farbe zum erwärmten Material hinzugeben. Anschließend alles miteinander verarbeiten und jederzeit neu erwärmen. Ist die Farbe einmal im Material eingearbeitet, färbt es anschließend nicht mehr ab. Ist das Deco Art wieder abgekühlt, könnt ihr es aus der Form nehmen. Hier ist es noch nicht vollständig erkaltet, ihr könnt das Deco Art aber trotzdem schon vorsichtig aus der Form lösen, sobald es milchig bis weiß ist. Und hier seht ihr nochmal schön, wie das Deco Art jedes noch so feine Detail aufnimmt. Mit Silikon könnt ihr aber auch zum Beispiel Zähne abformen. Diese könnt ihr dann ebenfalls mit Deco Art vervielfältigen. Aber nicht nur Deco Art könnt ihr hierfür verwenden, auch die Reste von zum Beispiel Warblers Meshed Art oder Finest Art könnt ihr dazu verwenden. Dazu erwärmt ihr einfach euren Rest, knetet das Material zusammen und drückt es anschließend in die Form. Eventuell überstehende Reste könnt ihr anschließend mit einer kleinen Schere entfernen. Das Warblers Deco Art könnt ihr mit den unterschiedlichsten Farben einfärben. Acrylfarben, fluoreszierende Farben, Lacke, aber auch Glitzer oder Farbpigmente könnt ihr mit dem Material vermengen. Ohne das Zugeben von Farbe bleibt das Material weiß, kann aber auch anschließend noch bemalt werden. Auch beim Verarbeiten von Warblers Crystal Art ist es ratsam, eine Schale zu verwenden. Das Warblers Crystal Art hat im Gegensatz zum Warblers Deco Art eine höhere Aktivierungstemperatur. Ist das Material vollständig erwärmt, müsst ihr unbedingt vor dem Verarbeiten eure Finger bemessen oder aber Arbeitshandschuhe tragen. Das Warblers Crystal Art ist durchsichtig und hervorragend dazu geeignet, Kristalle und Edelsteine oder Details zu erstellen, die flexibel bleiben sollen oder müssen. Natürlich könnt ihr auch das Warblers Crystal Art einfärben. Gebt dazu einfach etwas Farbe in das Material und knetet es anschließend ein. Der Vorteil von Warblers Crystal Art ist, dass ihr auch Farbverläufe einarbeiten könnt, wenn ihr die Farbe nicht komplett in das Material einarbeitet. Natürlich ist es auch möglich, das komplette Material einzufärben. In Kombination mit einer Silikonform könnt ihr dabei wunderschöne Edelsteine oder feine Details erstellen. Hier seht ihr noch ein paar Beispiele, wie ihr das Warblers Crystal Art einfärben könnt. Dabei habe ich verschiedene Farben und auch Nagellacke miteinander gemischt und sie in das Material eingearbeitet. Auch nach dem Aushärten bleibt das Warblers Crystal Art weiterhin flexibel. Wenn ihr die Farbe nicht komplett in das Material einarbeitet,
bleibt noch etwas Durchsichtiges von Warblers Crystal Art übrig. Hier seht ihr als Beispiel die Kette von meinem Morrigan Cosplay. Den Edelstein habe ich aus Warblers Crystal Art angefertigt, eingefärbt und anschließend noch weitere Details hinzugefügt. Auch für die Kette meines Fauns habe ich einen Stein aus Crystal Art verwendet und diesen mit einer Fassung aus Warblers Black Art versehen. Für mein Fury Cosplay habe ich die Halterung des Auges aus Warblers Deko Art angefertigt. Für mehr Stabilität befindet sich in der Mitte etwas Warblers Pearly Art. Anschließend habe ich die Halterung mit dem Deko Art frei modelliert. Zur Befestigung habe ich Magnete mit eingearbeitet. Damit das Licht des Auges am Ende schön diffus wirkt, habe ich etwas eingefärbtes Warblers Crystal Art zwischen Auge und Licht eingesetzt. Zum Schluss auch noch ein kleiner Tipp zur Resteverwertung. Mein Aela Cosplay besteht nahezu komplett aus Warblers Meshed Art. Für die Nieten habe ich mir eine Siligumform angefertigt und anschließend einfach die Reste in die Form gedrückt. Die Nieten habe ich dann anschließend auf die fertigen Rüstungsteile gegeben. Insgesamt waren es knapp 52 Nieten. So, das war's von dem Video erstmal. Wenn ihr mehr über die Granulate und das Arbeiten mit den verschiedenen thermoplastischen Materialien, genannt Warbler, erfahren möchtet, dann schaut auf jeden Fall in meinem Shop vorbei, denn ich habe ein kleines Buch zum Arbeiten mit Warbler verfasst und stelle euch in diesem kleinen Heft alle Materialien nochmal genauer mit Anwendungsbeispielen vor. Den Link dazu findet ihr in der Infobox, genauso zu meinen Werkzeugen, zu den Materialien, wo ihr was bekommen könnt und natürlich auch weitere Infos, was ihr alles noch mit den Materialien anstellen könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!